Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Montag, der 9. Juni 2025. Das bedeutet, es ist Zeit, euch von den wichtigsten Ereignissen der letzten Woche in Russland, Kalenderwoche 23, zu erzählen. Wenn ihr euch für das Leben in Russland wirklich interessiert, bleibt bitte dran. Los geht's! Austausch gefallener Soldaten. Kiew lehnt erneut ab. Die Ukraine hat sich geweigert, die Leichname von rund 6.000 gefallenen Soldaten entgegenzunehmen. Der Austausch toter Militärangehöriger zwischen Russland und der Ukraine ist somit erneut gescheitert. Laut dem ukrainischen Abgeordneten Artjom Dmitruk kam der Befehl, die Körper nicht anzunehmen, direkt von Präsident Volodymyr Zelensky. Auf russischer Seite war alles vorbereitet. Ein Konvoi mit den ersten Leichen traf bereits am vereinbarten Übergabeort ein. Doch die ukrainische Seite verweigerte die Annahme. Der Austausch wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Offiziell heißt es aus Kiew, das Verfahren befinde sich noch in der Vorbereitung. Russische Vertreter widersprechen. Alles sei abgestimmt gewesen. Man habe nur noch auf die Bestätigung aus der Ukraine gewartet. Experten vermuten finanzielle Gründe. Wenn Kiew die Körper offiziell annimmt, ist es verpflichtet, Entschädigungen an die Familien zu zahlen. Eine gewaltige Belastung für den ukrainischen Haushalt. Ein Analyst bezeichnete die Entscheidung als bittere Niederlage für die ukrainische Seite. Drohnen aus LKW. Bürger greifen ein. Am 1. Juni wurde Sibirien zum ersten Mal während der gesamten militärischen Sonderoperation direkt von Drohnen aus einem Lastwagen heraus angegriffen. Ziele waren die Stadt Usolje-Sibirskoje, ein Militärstützpunkt im Ort Sredny sowie ein Luftwaffenstützpunkt, auf dem es zu Bränden an Fliegern kam. Doch der eigentliche Höhepunkt geschah noch vor dem Angriff. Aufmerksame LKW-Fahrer und Anwohner entdeckten, wie aus einem abgestellten LKW Drohnen startklar gemacht wurden. Sie zögerten nicht lange, kletterten auf den Laster, warfen mit Steinen und versuchten, den Start zu verhindern. Videos dieser Szene verbreiteten sich rasant in den sozialen Netzwerken. Der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzew, lobte den Mut der Bürger und kündigte an, man wolle diese Helden offiziell auszeichnen. Auch der Kreml reagierte. Sollte ein entsprechender Antrag eingehen, werde man ihn definitiv prüfen. Hunde in Russland. Chabarowsk erlaubt Einschläferung. Im russischen Fernen Osten sorgt eine neue Verordnung für Diskussionen. Die Behörden der Region Chabarowsk haben beschlossen, das Einschläfern herrenloser Tiere zu erlauben. Zugleich wird die Pflicht zur Registrierung von Haustieren eingeführt. Die Maßnahme sieht vor, dass Tiere eingeschläfert werden dürfen, wenn sich kein neuer Besitzer findet, wenn das Tier Menschen verletzt hat oder wenn es sich um ein Rudel von 4 oder mehr Tieren handelt, das als gefährlich eingestuft wird. Russlandweit, so betonen Abgeordnete, werde ein solches Gesetz nicht verabschiedet. Die Regionen hätten jedoch ausreichend eigene Kompetenzen, um mit dem Problem umzugehen, idealerweise mit humanen Mitteln. Die Republik Burятien war die erste Region in ganz Russland, das solche Maßnahmen erlaubte, nahm sie später aber wieder zurück. Ähnliche Regelungen gelten derzeit in 17 Regionen Russlands. Dazu gehören unter anderem Tschukotka, Altai, Chita sowie in den Regionen Astrachan und Kemerowo. Russische Zentralbank senkt Leitzins auf 20%. Am 6. Juni hat die Zentralbank Russlands eine mit Spannung erwartete Entscheidung getroffen. Der Leitzins wurde auf 20% gesenkt, nach 2 Sitzungen in Folge, bei denen er bei 21 geblieben war. Der Inflationsdruck lässt spürbar nach, selbst in stabilen Segmenten. Gleichzeitig wächst die Binnennachfrage, also das Konsumverhalten im Inland, schneller als die Produktion hinterherkommt. Die russische Wirtschaft befindet sich laut Zentralbank auf dem Weg zu einem ausbalancierten Wachstum, ohne Überhitzung, aber auch ohne Stillstand. Doch eine Entwarnung gibt es nicht. Die Geldpolitik bleibt restriktiv. Das Ziel ist klar:
Die Inflation soll bis 2026 wieder auf das angestrebte Niveau sinken. Was bedeutet das für die Bürger? Ein Zins von 20% macht Kredite minimal günstiger, erleichtert es Unternehmen etwas, aber von billigem Geld ist Russland noch weit entfernt. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Natürlich gab es noch viele weitere Nachrichten, aber ich habe für euch die spannendsten und relevantesten ausgewählt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass ich nicht nur montags, sondern auch unter der Woche öfter Nachrichtenvideos veröffentliche. Wenn das für euch interessant ist, mache ich das sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr meine Videos regelmäßig anschaut. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns schon bald wieder in meinen neuen Videos. Bis bald und auf Wiedersehen.